Top Agrar Fahrbericht Amazone Teres 300 VS. Nachdem Amazone 2013 den Chiron als ersten eigenen Flug vorstellte, kommt mit dem Teres 300 die zweite Generation aus eigenem Hause auf den Markt. Der sechsfurchige Teres ist bis zu 290 PS Schlepperleistung zugelassen. Im Vergleich zum Vorgänger ist er laut Amazone in vergleichbarer Ausstattung bis zu 10% leichter. Das liegt unter anderem an dem quadratischen Rahmen der Dimension 150 x 150 x 8,8 mm. Beim Umdrehen schwenkt der Flugrahmen über einen separaten Zylinder im Parallelogramm ein. Das Stützrad zieht hydraulisch hoch. Nach dem Wendevorgang fährt das Stützrad wieder die Arbeitsposition an und der Flug schwenkt auf die vorherige Arbeitsbreite. Mit der hydraulischen Arbeitsbreitenverstellung lässt sich die Arbeitsbreite von 33 auf 55 cm pro Körper verstellen. Dann ist auch die im Parallelogramm integrierte hydraulische Vorderfurchenverstellung serienmäßig. Optional hingegen ist das hydraulische Kombirad. Am gesamten Flugrahmen sind lediglich vorne und hinten die Flansche geschweißt. Alle anderen Teile sind geschraubt. An unserem Testflug waren Streifenblechkörper montiert. Die Form nennt sich STU 40. Die Furchenräumung war gut. So passten auch die 710er Reifen des Deutz in die Furche. Alle Körperformen eint ein großes Verschleißblech im vorderen Bereich. Das gab es auch schon beim Chiron. Ebenso bekannt sind die Scharspitze in einer Ebene mit dem Scharblatt oder die vorgesetzte Wechselspitze. Neben einer klassischen Abschersicherung bietet Amazone auch eine hydraulische Überlastsicherung an. Die Auslösekraft an der Scharspitze beträgt damit 1960 Dekanewton. Ein Hydraulikzylinder drückt die Scharaufhängung über einen Kniehebel über 4 Punkte an den Rahmen. So kann das Schar auch seitlich ausweichen. Nach oben sind 40 cm Ausweichhöhe möglich. Zusätzlich schützt auch hier eine Abscherschraube vor Beschädigungen, falls die Ausweichhöhe nicht ausreicht. Für den Teres gibt es Einlegehände oder Vorscheller für die Einarbeitung von organischer Masse. Die Höhe ist einfach über einen Bolzen einstellbar. Für die Längsposition muss man mit der hydraulischen Steinsicherung einige Schrauben lösen. Bei der Abschersicherung sind es lediglich 2 Schrauben pro Vorstellerpaar. Für die Umstellung auf den Straßentransport des Sechsschars mit Kombirad löst man zuerst die Tiefeneinstellung vom Rad. Anschließend zieht man 2 Bolzen, dreht das Rad und steckt die Bolzen in anderer Position wieder ein. Die LED-Beleuchtung ist Serie. Sie muss man anstecken und über einen Bolzen sichern. Vorne am Flugturm sperrt man einen Kugelhahn am Wendezylinder ab und fährt einen federbelasteten Bolzen aus. Anschließend dreht man den Flug bis zur Mittelstellung, in der dieser verriegelt. Die Preisspanne laut Liste liegt vom einfachen 4-Schar bis zum 6-Schar in Vollausstattung bei ca. 30.000 bis 57.000 €. Alle Details und Eindrücke vom Amazone Teres lesen Sie in der Top Agrar Ausgabe 12/2021.